Bürstner im Modelljahr 2021. Das Raumwunder jetzt mit Rundsitzgruppe. Ja, das möchten viele haben. Das ist so ein Flair wie aus dem Wohnwagen so ein bisschen. Du hast schon mal reingeguckt? Nur durch das Fenster. Also ich bin mal gespannt, was da drin auf uns wartet. Ja, es ist ein teilintegriertes Fahrzeug. Das hast du schon gelernt. Was ist teilintegriert? Teilintegriert bedeutet, glaube ich, dass man das nicht sieht, dass das Fahrerhaus von dem Wohnbereich getrennt ist, richtig? Nee, das ist voll integriert. Das hier ist teilintegriert. Vorne ist das Fahrerhaus. Guck mal. Ist aber nicht so schlimm. Wir haben ja erst 140 Videos gedreht. Aber gar nicht so einfach, oder? Nee, gar nicht so einfach, das Ja, stimmt. stell dir mal kurz vor, du bist Radiomoderatorin. Genau, ich heiße Patricia, man kennt mich von den Videos von der Caravan Salonmesse in Düsseldorf und Camping-Novizin. Ja. So ist es. Du studierst auch Journalismus, das große Thema Camping. Wir haben dich mit dazu genommen. Viele fragen, ja, warum ist denn die Patricia mit dabei? Aber die Leute fangen dich an, so ein bisschen zu lieben. Du bist 1,67 Meter groß. Oft benutze ich dich einfach mal, um zu zeigen, wie liegt man auf dem Bett, wie groß ist das Bett. Aber du kannst tatsächlich reden und moderieren. Das ist so. Also ich habe auch die Kommentare durchgelesen, so gut wie es geht. Ne? Alles kann man natürlich nicht lesen, aber super süße Kommentare und vielen lieben Dank dafür. Hier haben wir noch eine Frau, mit der haben wir schon ganz viele Videos gedreht. Ja, der Kollege ist jetzt neu bei Video 0 quasi, Video 1 jetzt dabei. Was hast du ihm für Tipps gegeben? Ich habe ihm einfach nur gesagt, er soll entspannt und locker bleiben. Es ist halb so schlimm. Genau, wir fangen jetzt mal an, von außen gleich mal zu drehen. Die Patricia wird das Auto gleich mal räumen für uns und dann zeigen wir das mal. Ja, der Jeffrey, du kennst ihn schon gut? Ja, ich kenne ihn sehr gut, den Kollegen. Es ist der Jeffrey Biermann. Okay. Hallo Jeffrey. Hallo, hi. Ja, Video Nummer 1, so ist es. Ja, du bist ein bisschen aufgeregt, ist aber nicht schlimm. Klar, ein bisschen gehört dazu, würde ich sagen. Ne? Das ist dein Reich hier vorne? Das ist mein Reich, mein Büro, genau richtig. Hier bediene ich die Kunden, hier mache ich die Angebote fertig. Und natürlich, wenn es gut kommt, natürlich auch Verträge. Ja, so ist es. Denn du hast einen ganz besonderen Platz. Ich zeige das mal gerade. Du bist direkt neben dem Eingang links. Ja, erstmal vielen Dank für dich. Du gehst weiter rein, übergibst an den Kollegen. Stell dich noch mal kurz vor. Mein Name ist Jennifer Jentsch und ich bin im Bereich Hümerverkauf für Neufahrzeuge tätig. Ganz viele Videos gedreht. Dankeschön. Genau, danke auch. Ja, da stehst du jetzt hier. Du machst es wie lange schon? 4 Jahre jetzt insgesamt. Warum Wohnmobile? Tatsächlich, weil es einfach ein bisschen entspannter, anders ist als in der Pkw-Branche, hatte ich mich dann für diese Branche entschieden, weil man hier eine gewisse Vielfalt hat von Marken, von Individualität in den Fahrzeugen, wie man sie ausstatten kann und natürlich auch von den Kunden tatsächlich. Ja, die Kunden sind ganz unterschiedlich. Viele ältere Leute, aber immer mehr Familien. Also es kommt immer mehr Familien, aber auch immer mehr jüngere Leute tatsächlich auch in meinem Alter, die sich dafür interessieren und dann wirklich sagen, jetzt wagen wir mal den Schritt und probieren es aus. Ja, wir reden hier über, ich nenne es mal weiße Ware, fertige Wohnmobile. Ihr könnt vieles individualisieren. Ihr habt eine eigene Werkstatt, wo, wenn einer sagt, ich hätte ihn gern so und so foliert oder mal ein paar tolle Felgen drauf, das ist nicht nur so dahergesagt, das ist ein Teil des Systems. Das auf jeden Fall. Also wir sind da relativ individuell. Das heißt, wir können abseits vom Herstellerprinzip Felgen, Folierung, wie Sie schon sagten, auf jeden Fall abändern. Ganz individuell nach dem Kundenwunsch. Alles, was realisierbar ist, versuchen wir umzusetzen. Ja, wir stehen vor der Firma Bürstner. Bürstner ist aus welchem Konzern? Das ist auch Hümer? Ist auch aus der Hümer-Gruppe, ja. Wenn du mal gerade so lieb bist, komm mal gerade mit. Harmony Line steht vorne drauf. Was ist das jetzt für ein Fahrzeug drunter? Ist ein Fiat Ducato Aufbau unten drunter als Chassis. So, der ist teilintegriert, das heißt also vorne das Fahrerhaus ist ein Original. So, und dann wird die Wohnkabine, die wird draußen quasi dran geflanscht, so mal als Laie gesagt. Ist das gut gemacht hier? So ist es gut gemacht, genau richtig. Also so kann man es wirklich sagen tatsächlich. Das Fahrerhaus mit dem Aufbau unten drunter, mit dem Gestell, da wird dann der Wohnraumbereich angepasst und draufgebaut sozusagen so, dass man es dann einheitlich hat. Ja, jetzt hat Fiat ein neues Automatikgetriebe. Ihr habt lange drauf gewartet. Ja, es gibt eine Neungang-Automatik von ZF, die aus dem Oberklassebereich kommt. Ja, eine ganz tolle Automatik. Wird die oft verkauft? Wird momentan häufiger verkauft und ist auch deutlich mehr gefragt tatsächlich. Das ist so. Die funktioniert richtig gut. Vorher ein halbautomatisiertes Getriebe. Ganz anderes Fahren mit der Automatik, oder? Das auf jeden Fall. Also sehr schön flüssig, sehr knackig, zieht gut. Ich glaube, das, was man genau sucht. Ja, vorne sieht man so ein klein wenig Harmony Line. Das ist so, ich sag mal, eine Lederoptik mit drin oder ist es echtes Leder? Ist eine Lederoptik, also eine Kunstlederoption. Also der Harmony Line hat eine ganz andere Stoffkombination oder eigene Stoffkombination, besser gesagt, tatsächlich mit Lederapplikationen an den Außenrändern. Ne? Ja, schön gemacht. Cognac oder wie ist der Name? Hier wäre es jetzt Bari Pure. Echt? Tatsächlich, ja. Ja, das klingt gut. Ja, da vorne ist wahrscheinlich die Toilette. Wenn du mal so lieb bist, die mal aufmachst. Das ist eine Kassettentoilette in der Klasse Standard. Kann man auch eine Trockentoilette montieren, wenn man möchte unbedingt? Je nach Platzverhältnis, wenn es realisierbar ist, ja. Das wäre jetzt serienmäßig vom Hersteller tatsächlich.
Es gibt so eine Sognachrüstung, wenn du mich kurz mal aufklärst, was das ist. Also eine Sog könnten wir jetzt hier auf diese Toilettenkassettenklappe montieren. Wäre ein Aktivkohlefilter, der mit drin sitzt, sozusagen, der die Gerüche raussaugt sozusagen. Okay. Ich brauche da noch Chemie, oder? Sie könnten optional Chemie mitzunehmen. Viele machen es dann nicht mehr tatsächlich, weil so der Geruch schon gut rausgeht. Das ist so. Und das heißt also, wenn man geht, wir zeigen das gleich mal von innen, also auch wenn sich jetzt einer wundert, genau, können wir ruhig wieder zumachen. Was ist da drunter? Wir haben ja mal das Gaskastenfach, 2x11 Kilo Gasflaschen. Achso, der läuft auf Gas. Der läuft auf Gas, genau, richtig. So, und da habt ihr ein paar Sachen, das hast du mir schon erzählt, das sind so Zubehörteile, die hast du abgeschlossen, weil das Fach muss extra abschließbar sein. Genau, richtig. Also tatsächlich ist das mal so das Fach, wo ich die Innerleien mit reinnehme oder reinlege, besser gesagt, die relativ schnell abhanden kommen könnten oder auch verloren gehen können. Die packe ich dann immer so hier mit rein in das Gaskastenfach. So, ihr habt hier eine Dauerausstellung, kann man sagen. Also so ein bisschen wie der Salon, der Caravan-Salon, den habt ihr permanent hier quasi. Das ist richtig. Also wir haben 7 Tage die Woche geöffnet, sprich Montag bis Freitag ganz normal von 9 bis 18 Uhr, Samstag von 10 bis 14 Uhr, wo wir auch verkaufen und beraten. Und Sonntag haben wir noch den Tag, wo wir den Schautag von 11 bis 17 Uhr haben. Samstag schon mal stressig? Samstag ist schon mal auf Hochtouren tatsächlich. Gerade der Tag, wo natürlich viele Zeit haben und auch viele natürlich den Tag nutzen, um vorbeizukommen, um sich Angebote oder Beratungen einholen zu können. Genau, es gibt so eine kleine Umschalteinheit. Kann man die nachrüsten hier? Die wäre auf jeden Fall nachrüstbar, ja. So, was kann die? Die würde einmal die Gasflaschen, das heißt, wir verbinden beide Gasflaschen mit der Du-Control oder auch Troptron genannt von Bürstner. Das heißt, wenn eine Gasflasche leer geht, springt das System automatisch auf die zweite volle über, so dass man nicht jede 5 Minuten rausgehen muss und kontrollieren muss, wie viel hat meine Gasflasche noch an Inhalt. Da gibt es, glaube ich, auch eine Fernanzeige. Ist das so? Das ist richtig. Wenn der Kunde oder wenn die Person das gerne von innen drinnen mit kontrollieren möchte, haben wir die Möglichkeit, eine Fernanzeige reinbauen zu können, die dann per Lichtsignal signalisiert, voll oder leer. Das wäre zum Beispiel Wintercamping ein tolles Thema, dass man nicht nachts rausstiefeln muss bei minus 10 Grad. Die Fahrzeuge sind wintertauglich oder winterfest? Das Fahrzeug, so wie es hier steht, wäre es jetzt zum Beispiel winterfest. Hat einen doppelten Boden, hat ein GFK-Dach und GFK-Boden noch mit dazu und wir hätten hier den Abwassertank beheizt, bereits mit dabei. Fest heißt, es ist in einer klar definierten Zeit, kann es aufgeheizt werden von ganz kalt bis ganz warm. Das auf jeden Fall, ja. Super. Also hier unten sieht man es auch, hier sind noch ein paar Polsterteile mit drin. Ich habe eine Luftheizung hier drin. Genau. Wir haben hier die Truma Kombi 6 mit Umluft. Das heißt, wir haben im Fahrzeug sowie auch in der Heckgarage verteilte Luftauslässe, wo dann die warme Luft sozusagen entdringen kann. Und So. sich komplett verteilt. Genau, das hat sich immer mehr durchgesetzt. Das heißt, ich habe eine Heizung, die macht beides. So, das Heck ist recht automotive, muss man sagen. Also ich glaube, das wollen die Leute. Also das Ganze ist jetzt kantiger, eckiger. Das auf jeden Fall. Also seit 2020 haben wir jetzt das neue Heck hier mit dabei. Ich nenne es jetzt mal Facelift-Heck sozusagen, was einfach ein bisschen moderner und knackiger ist. So wie in der Pkw-Branche die Fahrzeuge auch immer eckiger werden, ist es hier der Fall genauso. Das Fahrzeug ist recht gut gegen Schäden. Ich sag mal reparierbar. An den typischen neuralgischen Stellen habe ich also Bauteile, die kann ich tauschen. Das auf jeden Fall. Zum Beispiel, wenn wir jetzt die Heckschürze uns mal anschauen, die könnten wir in einem Teil komplett entnehmen und auch wieder relativ schnell wieder fixieren und montieren. Kann ja mal passieren. Heckkamera, ist das auf Wunsch möglich? Wäre auf Wunsch auf jeden Fall möglich, ja. Macht Sinn, oder? Manchmal. Ich persönlich würde sie mitnehmen, ja. Gerade bei einem Fahrzeug, wo man den Rückspiegel nicht immer nutzen kann, ist eine Rückfahrkamera auf jeden Fall vom Vorteil. Das Thema Einweisen ist ja schön, aber mit Rückfahrkamera, wenn man sich ein bisschen auskennt, kann man sogar rückwärts fahren, oder? Das auf jeden Fall, ja. Man gewöhnt sich relativ schnell daran. So, jetzt habe ich hier tatsächlich ein Heckfenster. Das ist ja auch nicht überall so, oder? Das heißt, die meisten, wenn ich jetzt hier den Bürstner gucke, der hat keins drin. Ist das optional oder ist das der Rundsitzgruppe geschuldet? Tatsächlich der Rundsitzgruppe geschuldet. Hier ist es jetzt serienmäßig mit dabei, dass wir einfach viel Lichteinfluss haben in dem Fahrzeug, gerade im Heckbereich hinten, wenn man da die meiste Zeit sitzt. Genau, wir zeigen das gleich mal. Also die Rundsitzgruppe ist, glaube ich, das Highlight. Wünschen sich viele, ist nicht jedermanns Sache. Ein ganz anderes Raumkonzept. Das auf jeden Fall. Also ich nenne es das neue Raumwunder, so wie Bürsten auch immer dazu sagt. Tatsächlich, wenn man reinkommt, hat man einfach alles schön groß und offen. So, Fahrräder, großes Thema, E-Bikes, die will man vielleicht nicht hinten am Fahrradgetrickträger machen. Kriegt man hier 2 rein? Man könnte 2 je nach Größe natürlich hier reinbekommen, ja. Würde ich auch tatsächlich gerade empfehlen, wenn man 2 teure E-Bikes zum Beispiel hat, dann kann man die hier super verstauen. Rechts und links haben wir jeweils die Zugschienen, wo wir sie befestigen können. Natürlich geht auch ein Fahrradträger optional. Ja, vorne sieht man es, da sind die Gurte angebracht. Das heißt hier, das ist fest mit dem Rahmen verbunden. Das sind Sitzplätze hier. Genau, Sie haben hier die Möglichkeit, wirklich zu 4 fahren zu können. Ja, toll. Hinten habe ich Steckdosen mit drin, das heißt, ich kann aufladen. Autarkie, ist hier jetzt ein Wechselrichter eingebaut? Hier jetzt noch nicht serienmäßig, wäre aber optional auf jeden Fall nachträglich einbaubar. Okay, das heißt, ich hätte dann 230 Volt auch unterwegs jederzeit?
Genau richtig, ja. Jetzt hat man hier eine zentrale Steuerung. Das ist, glaube ich, neu. Wenn du mal gerade so lieb das Thema zumachst, Na klar. dann, dass man es mal sieht. Großes Thema ist Einhandbedienung. Das heißt, statt 2 Klappenschlösser zuzumachen, nur noch 1. Genau richtig. Über das eine zentrale Schloss schließt automatisch das Schloss unten und oben gleichzeitig mit. Was ist das für eine Liga, sage ich mal, Bürstner? Ist das jetzt schon Oberklasse oder ist es Einstieg oder ist es Mittelklasse? Also ich tatsächlich würde Bürstner schon mit in der Oberklasse und Mittelklasse tendieren, Einsteiger auf keinen Fall. Also Bürstner bietet da schon was recht Ordentliches tatsächlich, auch preis-leistungstechnisch. Der Wiederverkaufswert, wenn ich mich jetzt mal verkauft habe bei einem Fahrzeug, ja, das ist gar kein Thema. Das heißt, im Moment Gebrauchtfahrzeuge sind sehr gesucht. Momentan ist die Nachfrage stets angestiegen, gerade bei Gebrauchtwagen. Alles, was verfügbar ist und was jemanden wirklich interessiert, ist auch relativ schnell wieder weg tatsächlich. Ich zeig's mal gerade. Liseo TD 644G Harmony Line. Wahrscheinlich hat jedes dieser Buchstaben eine bestimmte Bedeutung. Das werden wir gleich mal zeigen. Fiat Ducato, 2,3 Liter Multijet, 140 PS. Langt das? Das langt ja. Die fühlen sich unglaublich dynamisch an. Das Drehmoment ist gestiegen. Genau richtig, ja. Also 140 PS reicht alle Male aus. Wer noch ein bisschen knackiger und spritziger unterwegs sein möchte, gerne auch mit 160 oder 180. Dachklima, kein Problem, geht? Geht, ja. So, jetzt das zulässige Gesamtgewicht. Kann man den auflasten oder ist da Schluss bei 3,5? Wir könnten weit über 3,5 gehen, bis 3.650 sowie 4.250 und das Maximum wäre tatsächlich 4.400 Kilo für die Person, die gerne viel mitnehmen für lange Zeit. Das sollte man sich wirklich vorher überlegen. Das sind, glaube ich, verschiedene Chassis, die man bestellen muss, oder? Oder wie funktioniert das Auflasten? Genau richtig, also wenn wir jetzt auf das Maxi-Heavy-Chassis gehen würden mit 4.000 Kilo oder beziehungsweise da, wo die 4 vorne steht, haben wir direkt ein anderes Chassis mit verstärkten Federn und Bremskörpern sozusagen. Das wäre natürlich nicht möglich, wenn man das Light-Chassis hat. Da haben wir nicht die Möglichkeit, großartig noch weiter höher zu kommen, bis auf 3.650 bei den neuen. Ja, das lohnt sich manchmal. Viele junge Leute machen auch den CE1-Führerschein. Also das ist, ich sag mal, gar nicht so schwierig, muss man sagen. Oder den C1E. Ist auch nicht so teuer, ist auch nicht so schlimm wie der CE, also der ganz große LKW-Führerschein. Was ist so dein Tipp, wenn ich nicht mehr den alten Dreier habe? Dann tatsächlich den Führerschein im Nachgang machen oder erstmal gucken, ob wir auf 3,5 bleiben können. Wird aber eng manchmal, oder? Manchmal kann es wirklich eng werden. Wenn man mit mehreren Personen, gerade 3 bis 4 unterwegs sein möchte, beim Fahrzeug mit Hubbett optional, kann es eng werden tatsächlich. Es kommt wirklich auf den Grundriss an, weil jedes Fahrzeug individuelles Zuladungsgewicht hat tatsächlich. Das heißt, am besten vorher nachdenken. Ich kann aber das Heavy-Chassis nicht ablasten, oder? Wäre tatsächlich möglich. Wir können jederzeit von dem Größten natürlich auf 3,5 wieder zurückgehen. Bedenken müssen wir immer, dass wir ein bisschen mehr Gewicht haben, weil das Chassis mehr wiegt. Genau, wir reden hier vom Raumwunder. Es ist eines der meistgeguckten Fahrzeuge jetzt hier bei euch in der Ausstellung. Ist so, oder? Momentan auf jeden Fall. Also die Nachfrage ist sehr gestiegen, seitdem Bürstner angekündigt hat, dass ein Fahrzeug mit Rundsitzgruppe rauskommen wird. Und seitdem ist er stets gefragt und das 7 Tage die Woche. Das ist wirklich so. Ja, wir gehen mal rein. Das Design hier unten ist so ein bisschen Sisal. Ist unglaublich schön, oder? Ich persönlich finde es super, also das Optische, dieses Helle, dass man wirklich noch einen hellen und freundlichen Boden und auch wirklich von der Optik her hat. Ne? Der Stark ist hier, ich habe einen großen Griff, das heißt, ich kann sehr leicht einsteigen. Hier direkt an der Seite ist, oder vielleicht fangen wir an mit der Aufbautür, da ist ein großes Fenster mit drin. Ich habe hier nochmal einen Haltegriff, ich kann sehr gut einsteigen. Genau richtig, also wir haben bei dem Harmony immer serienmäßig die breite Aufbautür, die Premium XL tatsächlich, mit Zentralverriegelung, Abfallsammler, Fenster und auch Verdunklungsroller. Was bereits schon mit serienmäßig uns einfach wirklich klasse ist. Tatsächlich so, dass wir alles in einem haben. Gerade für einen super Einstieg. Ja, 67.699 €. Wenn wir gleich mal reingehen, das ist schon ein bisschen Liner-Feeling vom Platz her. Ich habe eine sehr schöne Stehhöhe. Deine Größe, wie groß ist die? Ich bin ca. 1,76. 1,76. Und ja, das ist das Prinzip. Die Patricia kennt es schon, wir haben es auf der Messe gesehen. Da ist jetzt eine Rundsitzgruppe hinten, aber es ist was ganz Besonderes, was hier ist. Also das Raumkonzept ist so, habe ich das noch nie gesehen. Es ist relativ selten auf dem Markt tatsächlich. Also damit hat Bürstner wirklich einen klasse neuen Grundriss rausgebracht, der relativ viele Individualitäten bieten kann. Wirkt gar nicht wie ein Wohnmobil. Kommt, ist neu tatsächlich, deswegen muss man sich natürlich irgendwo erstmal dran gewöhnen. Tatsächlich für viele ist es neu, gerade so ein Grundriss. Aber wenn wir gleich sehen, was man alles hier machen kann, ist es schon echt klasse. Super. Ja, wir werden noch nicht das Geheimnis lüften, warum hier so viel Platz ist und wo man denn schläft. Denn normalerweise wird im Heck geschlafen, oder? Das auf jeden Fall, ja. So. Oder komm, wir lüften es. Da hinten ist schon mal ein Bett. Da sieht man es schon mal. Das heißt, wenn ich alleine reisen würde, dann müsste ich das andere Bett, was wir noch nicht verraten haben, gar nicht benutzen. Rein theoretisch gesehen nicht. Also sprich, wenn die Körpergröße da reinpassen würde, könnte man wirklich allein nur da schlafen.
ohne dass man großartig hier noch Flächen umbauen müsste. So, die Patricia, die darf mal Schuhe ausziehen, dann darf sie mal drauf. Das Bett hat eine Breite hin? Ungefähr. Von knapp 50 Zentimetern würde ich jetzt mal so pauschal sagen. Und die Länge? Die Länge sind wir jetzt bei knapp 1,80 würde ich jetzt mal so sagen. So, Patricia ist 1,67 Meter. Das würde gehen. Also von der Größe her würde es passen tatsächlich, um mal 1, 2 Nächte da verbringen zu können, tatsächlich für eine einzelne Person auf jeden Fall. Ja, was aber genial ist, man kann nämlich den Fernseher hier drehen, das zeigen wir gleich mal, dann kann man sich drauf lümmeln, hätte oben eine Bank, kann sogar rausgucken und kann sich einfach mal vereinzeln da hinten. Genau, wenn du mal so lieb bist, dreh mal bitte. Klar. Das zeigen wir gleich mal, es gibt eine neue Lampe von Bürstner, die zeigen wir gleich. Und jetzt geht es erstmal um den Fernseher, das heißt, den kann ich drehen, wie ich möchte. Genau, richtig. Sie könnten relativ flexibel, könnten wir den Fernseher in jede beliebige Richtung oder auch Neigung verstellen, dass man aus jeder Ecke hier wirklich vernünftig Fernsehen gucken kann. Genau, ich kann aber auch eine Playstation anschließen, hat mein Sohn gemacht, ja. Der hat zwar den, ich sag mal, die Batterie ein bisschen belastet, aber es war okay. So, jetzt könnte sie ja rausfallen, aber es gibt was Besonderes, denn wir haben tatsächlich ein Hubbett. Genau, richtig. Also das Hubbett versteckt sich an der Oberdecke des Fahrzeuges, so dass es wirklich nicht stört, wenn man tagsüber hier drinnen kochen möchte, essen möchte oder einfach ein bisschen relaxen möchte. Genau, ihr habt ein spezielles Lichtdesign hier oben eingebaut. Das Ganze trotz Hubbett ist ja normalerweise dunkel, das ist hier nicht der Fall. Genau, richtig. Also wir haben an diesem Hubbett einmal unterhalb der jeweiligen Schränke rechts, links und nochmal vernünftig zentral nochmal die LED-Beleuchtung, die ja wirklich das Fahrzeug vernünftig erhält hinten. So, das Hubbett, haben wir die Möglichkeit, das mal runterzulassen? Na klar. Genau, dass wir einfach mal sehen, wie sich der Platz entwickelt. Und das Hubbett kann man in jeder nur erdenklichen, ich sag mal, Stellung nutzen. Ist das möglich oder muss das ganz runtergefahren sein? Also wir können in jeder beliebigen Bestellung das Hubbett nutzen, auf jeden Fall. Also wir haben hier verschiedene Möglichkeiten. Also ich sage immer, wir haben hier 4 Schlafplatzmöglichkeiten, je nachdem, wie es für einen gerade am komfortabelsten ist tatsächlich. Das ist schon, aber die Rundsitzgruppe ist schon cool gemacht, oder? Es ist definitiv eine coole Sache. Auch ein Hingucker, gerade wenn mal schlechtes Wetter ist, setzt man sich abends hier schön mit seiner Familie zusammen, Karten spielen, essen oder vielleicht doch mal ein Weinchen trinken. Also schon echt klasse, ja. Super. Ja, ich bin gespannt. Einmal runterlassen bitte. Eine Leiter, ein Ansatz ist schon da. Ist auch die Frage, wie weit kann man es denn runter machen? Ich befürchte, sehr weit. Wahrscheinlich muss die Weinflasche dann noch weg, theoretisch. Wir könnten rein theoretisch gesehen bis auf die Sitzgruppe unten das Hubbett einmal runterlassen. Ich würde mal gerade das einmal so umbauen, dass wir es einmal vernünftig zeigen können. Ja, zeig mal bitte. Das ist cool, oder? Ja, richtig cool. Es nimmt halt auch sehr, sehr viel, also es gibt einem wirklich sehr, sehr viel Platz, gerade für die Rundsitzgruppe, aber trotzdem hat man ein riesen Hubbett. Also das ist wirklich eine super Lösung. Großes Thema war ja Face-to-Face auf der Messe. Das heißt, man sitzt sich gegenüber, wenn man isst, aber es wirkt gar nicht wie im Wohnmobil. Es ist ein richtiger Wohnraum mit drin. Das heißt also auch, normalerweise bist du ja beim Wohnmobil an der Seite immer so ein bisschen eingeschränkt. Da hast du Schränke und so weiter. Alles ist ganz offen. Ja, das stimmt. Also hier kann man wirklich sich von Angesicht zu Angesicht gut unterhalten, auch zusammen essen, zusammen was trinken und man hat richtig viel Platz. So, der ist Profi, der Jeffrey. Er hat es schon mal umgebaut. Das heißt, das hier ist jetzt praktisch der Maximalausbau, den du machst. richtig, ja. Genau. Das heißt, man kann auch unten schlafen, theoretisch. Oder man kann einsteigen ohne Leiter. Wir hätten auf jeden Fall die Möglichkeit, die untere Partie einmal so umbauen zu können, dass man wirklich nur die Sitzgruppe zur Schlafmöglichkeit umbaut. Oder optional. Das geht auch. Das geht auch, genau. Der Tisch, der ist absenkbar. Das heißt, wir heben den einmal an, drücken den komplett nach unten. Die Ja. Polster, die wir am Anfang des Videos in der Heckgarage gesehen haben, die können wir zentral hier drauflegen, so dass man hier unten nochmal für 2 Personen nochmal eine Schlafmöglichkeit hat. Und so wie ich es jetzt erstmal umbauen würde und präsentiere, zeige ich jetzt einfach mal alle Variationen, wie wir das Hubbett nutzen können. Stark. Gut, ich verstehe so langsam. Das heißt, ich habe hinten jetzt ein Einzelbett, ein kleines, das ich wahrscheinlich auch auf gleiche Höhe bringen kann wie das Hubbett. Dann habe ich eine große Spielwiese. Genau, richtig. Wir können uns komplett aussuchen, ob wir quer oder wirklich längs schlafen möchten. Das ist natürlich auch ideal, gerade für größere Personen, die eventuell quer gar nicht schlafen können, weil wir gleich eine relativ große Liegefläche erreichen. Ach, ihr habt einen längs und einen quer. Das ist ja genial. Also wir haben hier wirklich eine 2 und 1 Kombo, sage ich jetzt mal. Also das ist gerade das Highlight, was ich persönlich an diesem Fahrzeug einfach klasse finde. So, jetzt haben wir quasi die gleiche Ebene. Fast. Ja, fast tatsächlich. Wir müssen nur ein bisschen die Matratzen verrutschen. So. Das gibt's doch gar nicht.
Das ist das größte Bett, was ich je gesehen habe. Mit Hubbett tatsächlich auf so einem also in so einem kleinen Fahrzeug mit Rundsitzgruppe, ja. Das definitiv. Das Coole ist, ich kann die Bettauflagen alles drauf liegen lassen. Genau, Sie können Bettauflagen, Kissen drauf liegen lassen. Sie können optional links, rechts die Vorhänge lassen oder auch wirklich abmachen, je nachdem, wie viel Licht reinkommen darf. Und so hätten wir die Kombination. So, und hier unten könnte sogar noch jemand schlafen. Das heißt also, hier könnte man ja noch umbauen. Ich nehme an, dass man die Polster so anbringen kann, dass man das komplett zubauen kann. Oder wie funktioniert das? Die Polster werden komplett entnommen. Dann haben wir noch in der Heckgarage das Zusatzpolster, was auf den Tisch gelegt wird. Dann haben wir unten nochmal die Liegefläche. Das Hubbett können Sie ja variabel einstellen und könnten das Hubbett auch einmal komplett bis auf die Sitzgruppe runterfahren. Okay. So, dass man einfach einen komfortablen Einstieg hat als Querschläfer. Ja, das heißt also, Leute, die jetzt, ich sag mal, nicht mehr so gut zu Fuß sind, vielleicht nicht auf die Leiter drauf wollen, warum auch immer, die könnten ganz bequem einsteigen. Genau, richtig. Das ist so super fest. Es wackelt nicht. Man kann so natürlich super klasse mit der Hüfte reingehen. So, und das macht mal kurz die Patrizia. Die wiegt ja nichts, 51 Kilo. Das ist aber unglaublich belastbar. Ich glaube, diese Betten mit den Gurten, die gehen einige 100 Kilo. Ja, also wir haben ja bis 250 Kilo, ist das auf gar keinen Fall und kein Problem. Jetzt kann man sie aber nicht hochfahren dabei, oder? Das ist nicht vorgesehen. Rein theoretisch gesehen nicht. Ich könnte bestimmt, aber wir wollen es vermeiden, aber es ginge, ja. Genau, steht in der Anleitung drin, man soll es nicht. Und das ist so, also die Bettauflagen ist kein Problem. Oder ich sage jetzt mal, vielleicht ein bisschen Spielzeug von den Kindern und so. Und dann ist natürlich, muss man oben aufpassen, dass man nicht zu sehr aufbaut, aber Bettauflagen ist kein Problem. Das wäre kein Problem. Also wir haben immer einen gewissen Spalt. Das heißt, je nach Dicke der Kissen oder auch Decken können wir es sozusagen einfahren mit, ohne dass oben irgendwas kaputt gehen würde. Hier vorne sind so ganz kleine Ösen oder Haken mit drin. Was können die? Ist das für einen Vorhang gedacht? Oder? Indirekt tatsächlich für ein Fallnetz. Das heißt, wenn auch wirklich mal jüngere Personen hier drin schlafen oder natürlich auch Erwachsene, bevor man jetzt hier rausfällt abends, haben wir noch unter der Matratze Fallnetze versteckt, die wir oben jeweils einhaken können. Das ist endlich mal was Neues, sage ich mal. Wir haben auf der Messe wirklich viele gleiche Sachen gesehen, aber das hier ist wirklich toll. Auch ziemlich cool ist der Stauraum hier oben drüber. Guck mal. Das heißt, da kannst du lange Dinge einfach platzieren. Alles ist hinterbelüftet. Genau, richtig. Oder optional die hintere Matratze nach oben wieder legen. Dann haben wir das Staufach unter der Matratze im Heckbereich frei und wir haben eine Ablagefläche. Sowohl als auch. So, dann komm noch mal raus. Er baut es noch mal kurz zurück, dass wir es noch mal sehen. Denn ich möchte mal gerade das Raumgefühl, wenn man sitzt, mal zeigen. Das ist eine Sache, wenn man es geübt hat, ein paar Minuten. Ich denke, dass die Standardnutzung ist wahrscheinlich das Hubbett dann. Das heißt, da lässt man die Auflagen drauf, wenn man zu zweit unterwegs ist. Aber wenn die große Familie kommt, habe ich viel mehr Platz. Das ist auf jeden Fall richtig, genau richtig, ja. Also es ist relativ schnell gemacht, der Umbau 1 Minute, wenn man sich damit auskennt, wie wo was hingepackt wird und dann ist es fix erledigt, ja. Wenn du mal gerade so bist, das noch mal kurz zurückbaust, Ja, dass die Leute mal sehen. Denn viele haben ja Angst. Das kennen wir vom Wohnwagen, dieses Hin- und Herbauen. Aber wenn ich ja das Hubbett mit der Leiter verwende, ja, dann kann ich ja einfach alles so lassen, wie es ist. Habe meine Rundsitzgruppe, fahre hoch. Da könnte unten sogar noch einer was, ich sag mal, lesen und ich mache das Bett so halb hoch. Das ist schon cool gemacht. Ja, auf jeden Fall. Und bei diesem Bett ist mir jetzt auch aufgefallen, egal wie hoch das Hubbett ist, ja, die Eltern können darauf schlafen und sogar das Kind noch hinten in dem kleineren Bett, sage ich jetzt mal. Ne? Krass. Also Bürstner, sage ich jetzt nur. Dass wir das Ganze sehen. Ja, es ging jetzt wirklich schnell. Das mit dem Tisch, wie ist das möglich in dem Tisch? Das heißt, du ziehst einmal kurz? Genau richtig, also der Tisch, der wird einmal nach oben angehoben Ja. und wird dann mit Leichtkraft einfach nach unten gedrückt. Okay. Und sobald er unten arretiert ist, einfach wieder hochziehen, rastet von selbst ein und schon steht er wieder. Der ist aber fest, der Tisch. Das heißt also, der darf auch während der Fahrt benutzt werden. Der ist fest, der darf auch gerne bei der Fahrt genutzt werden, den kann man beliebig arretieren und auch feststellen, ja. Cool. So, einmal kurz zurückbauen, dann darf die Patrizia sich mal ganz kurz in die Sitzgruppe setzen. Ich gehe mal gegenüber, dann zeige ich nämlich mal ein kleines Detail, was wirklich toll ist. Das ist das Raumangebot. Wenn man nämlich drin sitzt, hat man das Gefühl nicht, man ist in einem Wohnmobil drin, sondern man ist tatsächlich in einer Art, in einem kleinen Apartment mit drin. Das ist ziemlich cool. So, dann gehe ich mal ganz kurz mal hier rein. Jetzt bin ich hier in meiner Rundsitzgruppe. Das kennt man ja. In der Harmony Line. Und jetzt sieht man schon mal so ein bisschen die halbhohen Möbel, die ich hier drin habe. Die lassen das Ganze nicht so zugebaut erscheinen. Das ist vollkommen richtig. Und wir können trotz, dass wir hier sitzen, noch wirklich überall flexibel drankommen. Krass, guck mal hier.
Ich bin jetzt hier in der Ecke drin, ja, ich kann jetzt was machen. Die Küche ist jetzt da. Jetzt kann ich vorne das Fahrerhaus. Wahrscheinlich ist da eine Tür, die ich zumachen kann? Wir können hier das Fahrerhaus komplett einmal schließen, ja. Mach mal bitte. Einmal kurz mal gucken. Ach, da ist eine Schiebetür. So, und spätestens jetzt fühlst du dich doch wirklich wie in einem Apartment. Ja, das stimmt. Und man kann sogar noch eine Tür zumachen. Ja, welche? Hat die Patricia entdeckt. Jetzt bin ich mal gespannt. Echt? Die Klotür? Was die Patricia alles entdeckt hat. So, das heißt, ich habe ein Raumbad dann in dem Moment. Und ein großes Highlight ist nicht nur die Küche. Das ist einmal der ganz große Spiegel, der drin ist. Der ist wirklich riesig. Du kannst dich komplett drin sehen. Dann habe ich eine große Küche mit drin, die in den Raum so genial integriert ist, dass sie nicht irgendwie... Es ist unglaublich das Raumgefühl. Die Breite vom Fahrzeug 2,30 Meter, oder? Genau, richtig, ja. Auf 2,30. Ja. Fühlt sich an wie 2,50. Also ist wirklich riesig. Ich habe eine große Küche mit drin. Und jetzt kommt das Highlight. Ihr habt RAV-Stores mit eingebaut, also nicht normale Gardinen. Das heißt, die kann ich einfach runterziehen. Das ist sehr modern. Das Highlight ist wirklich, das zeige ich euch jetzt mal. Das ist die Größe von dem Kühlschrank, den ihr eingebaut habt. Das heißt also, ihr habt einen riesen Kühlschrank eingebaut. Ist das jetzt Gas oder ist es jetzt ein Kompressorkühlschrank? Der Kompressor, ja. Ein Kompressorkühlschrank. Das heißt, der macht richtig kalt. Der macht richtig kalt, wenn man es gerne möchte, ja, genau. Genau, unten hat man ein großes Eisfach. Zum Rausziehen. Das ist ja praktisch. Das heißt, Bücken so tief rein und so weiter, das ist nicht drin. Der ist ganz neu von Tedford, oder? Der ist komplett neu tatsächlich. Also lange haben wir darauf gewartet, dass man endlich unten ein Fach bekommt, wo man wirklich seine Lebensmittel oder Flaschen mit verstauen kann, ohne dass man es oben nur als kleines Fach drin hat. Ist das jetzt kühlen oder gefrieren unten? Wäre mit Kühlen tatsächlich. Das ist mit kühlen. Das wäre jetzt zum Beispiel für die Getränke, dass ich die einzeln rausholen kann. Das kann ich sogar, wenn ich jetzt hier einsteige, das ist direkt am Einstieg. So, und wenn du es gerade mal oben aufmachst, Patricia, den Kühlschrank. Gerade noch mal kurz rein. Eisfach hat es jetzt keins, oder? Eisfach wäre jetzt in dem Fall nicht tatsächlich. Wir hätten jetzt hier wirklich oben die Fächer und das kühlt komplett oben das untere Fach gleichmäßig. Ja. Okay. Also wenn man das haben möchte, wahrscheinlich gibt es da auch eine Option. Das ist die kleine Lampe, die wolltest du mir mal zeigen, eine Neuentwicklung. Genau, richtig. Also die gibt es jetzt seit 2020 mit, die Homelight nennt die sich. Das heißt, wir haben jetzt hier eine Taschenlampe, 2 in 1, entweder wenn wir draußen wirklich mal unterwegs sind und irgendwas beleuchten möchten, oder wenn wir abends im Dunkeln sitzen, können wir sie einmal hochfahren und auf den Tisch stellen und wir haben den Raum beleuchtet. Süß, oder? Die ist wirklich süß, ja. Die wird wahrscheinlich geladen, USB, oder? Hat eine Dockingstation im Fahrerhaus, die ist serienmäßig bei Harmony Line dran, wo wir einmal den unteren Teil per Magnet laden können. Okay, das heißt, man hängt sie ein, ist immer aufgeladen. Genau. Hier vorne, das kenne ich schon aus Morello und Co. Und hier sieht man Gläschen. Das Ganze ist auch beleuchtet. Da habe ich die Steuereinheit, die sieht ja süß aus. Das ist ja so richtig ancient, also so ein bisschen auf Retro gemacht, oder? Oh, es ist tatsächlich relativ schlicht gehalten, aber passt auf jeden Fall zum Stil des inneren Fahrzeuges. Super. Ja, unten ist ein Fach drin. Das wahrscheinlich für die Schuhe, oder was kann ich da reinmachen? Wäre ein optionales Staufach noch mit. Das heißt, wir können da, je nachdem, was gerade von der Größe da reinpasst, da unten drunter noch mit verstauen. Genau. So, das Weinfach hast du schon entdeckt. Du alter Schluckspecht. Nee, Spaß beiseite, aber das ist ein cooles Detail, oder? Auf jeden Fall. Also das nimmt keinen Platz weg. Es ist super, ja. Ja, ich zeige nochmal einen kleinen Schrank, der ist direkt hier. Das Ganze ist übrigens Hochglanz. Man sieht keine Fingerabdrücke. Wie habt ihr das gemacht? Tatsächlich ist das ein Material mit drauf sozusagen, wo die Fingerabdrücke nicht wirklich relativ schnell sichtbar sind. Natürlich kann man sie nie zu 100% vermeiden, aber gerade dieser Weißstich bringt es so von der Optik rein, dass sie relativ selten auffallen. Cool, hier oben habe ich ein Riesenfach. Wenn du gerade so lieb bist, das mal aufmachst. Na klar. Krass, sehr tief. Und das alles auf der Größe. Was ist dahinter, hinter dem? Hier haben wir auch nochmal ein Staufach tatsächlich, also für Töpfe, Teller, eigentlich alles, was da so reingehört für die Küchenabteil oder was da reinpassen würde. So, Patricia, jetzt kommt's. Jetzt habe ich es lange angekündigt. Das wohl größte Bad in einem teilintegrierten, was ich je gesehen habe. Ja, wenn du mal kurz einsteigst, du hast die Schuhe ausgezogen und das ist eine richtig große Solodusche. Das auf jeden Fall. Also wir haben jetzt hier keine Einschränkung. Wir haben wirklich einen großen, schönen Raum, wo man sich drehen und wenden kann und einmal komplett vernünftig abduschen kann.
Ja, was in Zeiten von Corona natürlich wichtig ist, also kein Hin- und Herbauen mit irgendwas, sondern ich habe eine riesengroße Dusche und ich glaube, das ist allein schon ein Argument für viele, oder? Definitiv. Also wenige Leute möchten gerne das Klappbad haben, weil es auf engem Raum ist, weil wir dann automatisch Toilette und Dusche nass machen. So sind wir wirklich getrennt voneinander. Der eine duscht, der andere im Badezimmer, ob er sich jetzt fertig macht oder auf Toilette ist. Und selbst wenn die Tür zu ist, also ich habe ja vorhin die Tür zugemacht, man fühlt sich gar nicht eingeengt. Also es ist fast wie zu Hause in einem kleinen Sag's mal Bad. gerade. So, jetzt müssen wir mal Folgendes machen. Du gehst mal gerade einen Ticken nach vorne. Ich gehe mal gerade in die Dusche rein. Ich gehe mal ins Klo da. Genau, denn ich will nämlich das Raumbad einmal zeigen. Den lass mal ganz kurz draußen mal den Jeffrey. Genau, wenn du mal aufmachst und mal zumachst. Und jetzt könnte ich für mein kleines, großes Geschäft einfach mein Raumbad schließen. Ich habe jetzt ein richtiges Raumbad. Ja, also es ist super groß. Man fühlt sich nicht irgendwie eingeengt oder so. Man hat hier Platz, um sich fertig zu machen, um sich zu schminken, um auf Toilette zu gehen. Aber trotzdem hat man auch noch viel Platz, um einfach zu duschen. Und also es ist wirklich ein ganz, ganz tolles Raumkonzept. Ich kann auch zumachen. Ich muss hier den Raum nicht extra vereinzeln. Und was also viele Leute nervt, ist das Drehen der Sitze allein. Also das ist so, das entfällt hier. Ich habe wirklich ein ganz, ganz tolles Konzept. Jeffrey? Ja. So, wenn du lieb bist, mal kurz mal reinkommst. Bisschen vorsichtig, jetzt ist die Patricia weg. Da ist sie. Also auf kleinstem Raum das Raumwunder, oder? So nenne ich es, so nennt es Bürstner und das auf jeden Fall und das zu Recht, ja. Jetzt habe ich ja keine Drehsitze hier vorne, das kommt vielen Leuten aber entgegen. Wenn du mal kurz bitte aufmachst, da ist das Fahrerhaus. Das heißt, ich brauche es ja auch gar nicht mehr, sondern ich habe eine riesen Rundsitzgruppe, also und ich muss nicht dauernd das Bett, was ich vielleicht nur nachts brauche, dafür den ganzen Raum einfach verschwenden. Das ist richtig. Also wir haben hier wirklich ein abgetrenntes Fahrerhaus, was wirklich nur für die Fahrt gedacht ist tatsächlich, wo man dann wirklich vom Wohnraum komplett abgetrennt ist. Ja, das Schöne dabei ist, wenn es mal so richtig heiß ist draußen, ja, die meisten Fahrerhausklimaanlagen packen das nicht, den ganzen Aufbau mit zu kühlen. Das ist so. Ich mache hier die Tür zu und dann ist kalt. Das ist richtig. Die kühle Luft entdringt nicht jetzt irgendwo nach hinten nach dem Wohnraumbereich tatsächlich, sondern bleibt wirklich zentral hier vorne drin, so dass es hier angenehm bei der Fahrt ist. Cool ist, ich kann es auch auflassen, dann ist der Raum erweitert. Hier oben habe ich noch ein großes Licht mit drin. Ich habe auch die Verdunklung trotzdem hier drin. Das heißt also, wenn ich hier vorne auch mal was lesen will oder mich einfach mal, ich sag mal, irgendwas machen möchte hier vorne, das geht ja auch. Also dann habe ich die Möglichkeit trotzdem hier zu bleiben. Es gibt sogar, was sehr interessant ist, es gibt sogar so kleine Umbaukits. Da kann ich hier vorne eine kleine Person noch mal drin schlafen lassen. Die kann ich auf die Sitze legen. Das gibt es im Internet, kann man ordern, sodass man zumacht. Und hier vorne könnte zum Beispiel das Enkelchen noch schlafen, wenn man das dann machen möchte. Also es soll es ja geben. Bei 4,4 Tonnen gibt es maximal oder wie viel? 4,4 wäre das Maximale momentan bei Fiat, ja. Okay. Sitzplätze, was ist da möglich maximal? Hier wären tatsächlich maximal 4 Stück. 4 Stück. Okay, das heißt mit 4 Leuten unterwegs, aber dann hat man Platz. Cool. Ja, wir gehen mal raus und zeigen mal gerade das Auto noch von außen für die Abmoderation. Dann darf die Patricia auch wieder raus. Da ist noch ein kleiner Boden drin. Was ist da drin? Genau, wir haben hier nochmal ein Staufach. Also wir haben in dem Fahrzeug einen Thermoflow Doppelfunktionsboden verbaut. Ja. Das heißt, einerseits haben wir hier die Möglichkeit, die komplette Leiter für das Subbett einmal verstauen zu können. Andererseits könnten wir sie natürlich auch für was anderes nutzen. Schuhe, Getränke, Lebensmittel, wenn wir die Leiter mal nicht mit dabei haben. Und hier zeigt sich natürlich auch bezüglich der Winterfestigkeit, dadurch, dass wir hier einmal in diesem doppelten Boden nochmal Lüftungsausschächte haben, dass er auf jeden Fall winterfest und wintertauglich ist. So, und sehe ich auch, da ist Sperrholz verbaut. Das heißt also kein Span oder irgendwas, sondern das ist alles wirklich handwerkliche Arbeit, die hier gemacht wurde. Das auf jeden Fall. Also wir haben hier einen kompletten reinen GFK-Aufbau, also wirklich einen Sandwich-Aufbau, der wirklich super hält, auch gerade für das Ganzjahrescamping. Okay, das heißt Dach und Seitenwände komplett aus GFK? Dach wäre auch mit auf GFK. Die Seitenwände sind mit einem EPS-Schaum sozusagen ausgestattet, also einen verrottungsfreien Schaum. Das heißt, dass das Fahrzeug wirklich nicht anfällig für jegliche Feuchtigkeit ist. Prima. Ja, wir gehen mal raus. Tolles Raumkonzept, deswegen auch die Länge. Der Liseo TD 644G Harmony Line. Länge über alles 6,99 Meter, Breite 2,32 Meter, die Höhe ist 3,50 Meter. Nee, Quatsch, die Gesamtmasse sind 3500 Kilogramm und ich guck mal gerade, die Höhe ist 2,95 Meter, also knapp 3 Meter hoch, das sieht man jetzt auch. Das ist noch gut handelbar, oder? Das auf jeden Fall. Also hiermit kommt man wirklich noch gut durch die Städte oder durch alles andere auch.
Farben, ist das die Farbe, wie ich ihn kriege? Das wäre sozusagen die Serienfarbe, ja. Silbernes Fahrerhaus und einmal die Applikation mit den Aufklebern auf den Seiten. Das ist sozusagen die Harmony Line Serie. Okay, aber ihr habt es ja schon erwähnt, bei euch geht alles. Das heißt, Lithium wäre kein Problem, wenn ich das will. Lithium wäre kein Problem, Wechselrichter wäre kein Thema. Natürlich geht auch eine SAT-Antenne nochmal mit drauf, eine andere oder auch Solar geht mit drauf. Oder war natürlich auch von der Optik her können wir relativ individuell bleiben. Andere Felgen, ne, zum Beispiel. Andere Felgen. Wenn ich das Fahrzeug sicher machen möchte, geht auch eine Alarmanlage. Ist sowas möglich? Ist auf jeden Fall möglich, auch von verschiedenen Firmen, zum Beispiel die Vipro oder Paradora können wir hier mit verbauen. Das heißt, wenn man die Sorge hat, dann ist es kein Thema, dann bauen wir auch gerne eine Alarmanlage. Es gibt ja auch die Möglichkeit, also auch die Fahrerhäuser also etwas mehr zuzumachen, sicherer zu machen. Das bietet ihr auch an, wenn man das will. Also mit extra Blechen, mit, ich sag mal, Möglichkeiten, Zusatzschlössern, das geht alles. Das auf jeden Fall. Gerade Zusatzschlösser sind sehr gefragt. Bei Fiat gibt es da darauf zugeschnittene. Dann kann man nochmal die Fahrertüren und Beifahrertüren doppelt verriegeln. Denn ich habe ein relativ tiefes Fahrzeug, hier kann jemand reingucken. Das ist so, ja, toll. Also das heißt, auch der Spritverbrauch, der ist noch mal ein bisschen runtergegangen. 140 PS fühlt sich an wie 150 oder 160 sogar, muss man sagen, durch die kraftvollen Motoren. AdBlue ist hier drin. Genau, richtig. AdBlue haben wir auch zusätzlich hier mit zu dem Diesel, ja. Ja, vielen, vielen Dank. Jeffrey Biermann, ja, von Palmowski. Heute erstes Video gedreht. Hat er gut gemacht, oder? Hat er super gemacht. Oh, vielen Dank, hat mich sehr gefreut. Er war auch ganz entspannt. Das heißt, du bist hier tätig, wenn man Fragen hat, einfach an dich wenden. Genau, alles was rund um Reisen, wie viel Bürstner geht, bin ich Ihr Ansprechpartner und kann alle Fragen beantworten. Ja, wir haben für das Video kein Geld bekommen, auch keine Anreize und auch keine irgendwelchen, ich sag mal, man hat auch nicht den Tank für uns gefüllt oder irgendwas. Also wirklich ein tolles Raumkonzept, oder? Ja, also wirklich sehr, sehr schick, sehr, sehr modern und man hat super viel Platz. Ja, Dankeschön. Tschüss. Ciao.